Hallo allerseits und willkommen zu diesem weniger praktisch, sondern eher theoretisch veranlagten Video, in dem wir einer Sache auf den Grund gehen wollen, die schon viele Modellbauer beschäftigt hat. Es geht um die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Diorama und einer Vignette? Das habe ich mich schon oft selbst gefragt und irgendwie fand ich das Thema auch immer schwer fassbar. Was könnte das für ein Unterschied sein und überhaupt? Man kann es doch nennen, wie man will, oder? Die Diskussion, was ein Diorama und was eine Vignette ist, taucht in Modellbauerkreisen immer wieder auf und es wird mal mehr, mal weniger leidenschaftlich darüber gestritten. Aber anscheinend hat sich bisher noch keine allgemein akzeptierte Definition durchsetzen können. Ich habe mich mal hingesetzt, ein wenig recherchiert und darüber nachgedacht und vielleicht ist es mir gelungen, eine akzeptable Antwort auf diese Frage herauszuarbeiten. Wie gesagt, die Sache ist eher theoretischer Natur. Ich maße mir auch nicht an, die Deutungshoheit zu besitzen. Ich möchte lediglich diese Frage für mich selbst beantworten und vielleicht sind meine Schlussfolgerungen auch für euch einleuchtend. Beginnen möchte ich mit einer Beobachtung, die ich schon dutzendfach im Laufe der Jahre gemacht habe. Fast jedes Mal, wenn ich meine Dioramen meinen Freunden und Bekannten zeige, die mit Modellbau überhaupt nichts am Hut haben und so etwas auch noch nie gesehen haben, wird beim Begriff Diorama meistens etwas gestutzt. Das scheint also kein Wort zu sein, das die meisten Leute vorher irgendwo gehört haben. Häufig kommt dann auch die Frage, heißt das nicht Panorama? Und selbst wenn ich Ihnen dann lang und breit erkläre, dass ich Dioramen baue, bleiben die meisten doch bei dem ihnen etwas vertrauterem Wort Panorama. Hey Michael, baust du immer noch solche Panoramen? Deine Panoramen sind toll, wo stellst du eigentlich all diese Panoramen hin? Wie nennst du deine Panoramen noch gleich? Dioramen. Der Begriff Diorama ist also kein alltägliches Wort. Die meisten Leute außerhalb des Modellbaus können damit nichts anfangen. Das legt den Schluss nahe, dass es sich hier um ein sehr spezifisches Wort handelt, das eine ganz bestimmte Sache beschreibt. Die Bezeichnung Vignette im Modellbau war für mich, als ich sie zum ersten Mal ungefähr im Jahr 2005 gehört habe, sehr verwirrend. Eine Vignette, das ist doch so ein Aufkleber, den man kaufen muss und auf die Windschutzscheibe des Autos kleben muss, um in bestimmten Ländern die mautpflichtigen Straßen benutzen zu dürfen. Was hat das bitte mit Modellbau zu tun? Wenn man sich diverse Online-Artikel, Forumbeiträge oder auch Videos hier auf YouTube zu der Frage anschaut, was ein Diorama und was eine Vignette ist, dann sind häufig gemachte Unterscheidungen und Definitionen. Ein Diorama muss eine Geschichte erzählen, einen Moment gefrorener Zeit darstellen. Eine Vignette ist eine Art Schnappschuss, ein eingefangener Moment. Eine Vignette zeigt ein Modell auf einer schicken Base, wo aber gerade nichts Besonderes passiert. Eine Szene mit weniger als 5 Figuren ist eine Vignette, mit mehr als 5 Figuren ein Diorama. Die Größe spielt eine Rolle. Ein Diorama ist eine Art Schaukasten mit Hintergrund und Beleuchtung, eine Vignette nur eine Landschaft mit Modell und Figuren. Ihr seht, diese Definitionen sind teilweise sehr vage, manchmal widersprüchlich, teilweise willkürlich und gerade der Punkt mit dem Schaukasten und der Beleuchtung hat nicht sehr viel mit den Dioramen zu tun, die zum Beispiel ich gerne baue. Ich fürchte, wir müssen uns zuerst von allen vorgefertigten Meinungen befreien und uns diesem Thema von Grund auf neu und unbelastet nähern. Vielleicht haben wir dann eine Chance, eine etwas zutreffendere Definition zu finden. Die deutsche Sprache ist wunderbar präzise, werfen wir also zuerst einen Blick in den Duden. Diorama. Erstens, in die Tiefe gebautes Schaubild mit plastischen Gegenständen vor gemaltem oder fotografiertem Hintergrund. Zweitens, Bild auf transparentem, zweiseitig bemaltem Stoff, bei dem durch daraufallendes oder durchscheinendes Licht Beleuchtungseffekte hervorgerufen werden. Was steht im Brockhaus dazu? Diorama. Erstens, ein auf durchsichtigem Untergrund zweiseitig bemaltes Bild, dessen Darstellung sich ändert, wenn die Rückseite beleuchtet wird. Zweitens, eine zu Lehrzwecken, meist in einem Schaukasten zusammengestellte plastische oder gemalte Darstellung. Der Duden und der Brockhaus sind sich also einig, dass ein Diorama entweder ein beleuchteter Schaukasten mit Hintergrund ist oder eine bemalte oder beleuchtete Stoffwand. Sehr interessant. Lassen wir vorläufig den beleuchteten Schaukasten zur Seite und klären zuerst, was es mit dieser bemalten Stoffwand auf sich hat. Im Museumsmagazin des Deutschen Museums München
Den Link zur betreffenden Ausgabe im PDF-Format findet ihr unten in der Videobeschreibung, wird der Dioramenbau im musealen Umfeld erläutert und dort erfahren wir auch mehr über die Anfänge der Dioramen. Demnach war das erste Diorama ein Gebäude in Paris. Im Jahr 1822 eröffneten zwei Künstler, die gleichzeitig auch Unternehmer waren, in einem eigens dafür erbauten Gebäude ihr erstes Diorama, das aus einem Zuschauerraum für 300 Personen und einer 22 mal 14 Meter großen, äußerst realistisch bemalten, beleuchteten Stoffwand bestand, auf dem ein Schweizer Alpental abgebildet war. Durch die Beleuchtung konnte der ganze Tagesablauf, von Morgengrauen bis zur Abenddämmerung, in einem Zyklus von 15 Minuten dargestellt werden. Später wurden auch noch weitere Dioramen in anderen Städten eröffnet, wie zum Beispiel im Jahr 1823 in London. Diese Dioramen gelten eigentlich als Vorläufer des Kinos. Das ist eigentlich alles nur zweitrangig für unsere Fragestellung, erklärt jedoch zum einen die Einträge im Duden und im Brockhaus und zum anderen den Ursprung des Begriffs Diorama an sich, denn diese beiden Franzosen schufen die Bezeichnung aus den beiden griechischen Wörtern dia, was so viel wie durch heißt, und Horama, was Anblick oder Schauspiel bedeutet, ein Durchscheinebild also. Wir können also schon mal feststellen, dass der Begriff Diorama nicht mehr im Sinne seiner ursprünglichen Bedeutung verwendet wird, sondern ein Bedeutungswandel stattgefunden hat. Nun, wie steht es um die Bedeutung in der englischen Sprache? Schauen wir in das Oxford-Wörterbuch. Diorama: a model representing a scene with figures, especially in a museum. Also eine Modellszene mit Figuren in einem Museum. Das ist doch eine griffige Definition. Auch im Brockhaus wurde ja schon auf den Lehrzweck Bezug genommen. Ein Diorama dient also zu Lehrzwecken. Interessant. Das passt auch zu den weiteren Ausführungen zu der Entwicklung der Dioramen im Magazin des Deutschen Museums München. Eine interessante Form des Dioramas in seiner musealen Schaukastenform ist nämlich das sogenannte Habitat-Diorama, das um das Jahr 1890 herum in Nordamerika und Europa populär wurde und bis heute viele Naturkundemuseen schmückt. Ich habe hierfür als Beispiele ein Habitat-Diorama mit Wildschweinen im Jagd- und Fischereimuseum München mit ausgestopften Tieren, also sozusagen im Maßstab 1:1, und eine maßstäbliche Verkleinerung einer Auerochsenherde aus dem Naturkundemuseum Berlin ausgesucht. Bei beiden Beispielen geht es um eine möglichst natürliche Darstellung, sozusagen um eine Illusion der Wirklichkeit im Museum, die durch die Anordnung in einem beleuchteten Schaukasten mit dreidimensionalen Objekten im Vordergrund und einem gemalten Hintergrund erreicht wird. Ausschlaggebend ist hier tatsächlich der fast rein museale Charakter solcher Dioramen. Ich denke, so etwas ist selten im Privatbesitz und wird noch seltener als Hobby betrieben. Das ist alles schön und gut, aber wie steht es denn nun um die für uns Modellbauer interessante Form des Dioramenbaus, also eine Szene mit maßstäblich verkleinerten Modellen? Angeblich war die erste historisch fassbare, maßstäblich verkleinerte Darstellung eines wirklich existierenden Ortes, das damals noch als Panorama oder schlicht als Modell bezeichnete Diorama, einer Tabakplantage in Neuguinea, gezeigt auf der ersten deutschen Kolonialausstellung im Jahr 1896. Das Diorama zeigte einen real existierenden Ort und stellte die industriellen Prozesse auf der Plantage wie Anbau, Ernte, Weiterverarbeitung und Transport anschaulich dar. Auch hier war der Lehrzweck wieder im Vordergrund, es war öffentlich ausgestellt und zeigte, ähnlich wie die vorhin erwähnten Habitat-Dioramen, die Wirklichkeit als dreidimensionales Schaubild. Ab dem Jahr 1900 wurden in Deutschland maßstäblich verkleinerte Panoramen, wie sie anfänglich noch genannt wurden, zunehmend als Dioramen bezeichnet, die in Natur- und Volkskundemuseen sowie auf Ausstellungen immer populärer wurden. Man begann diese Dioramen in die Museen zu integrieren und, ich zitiere aus dem Magazin des Deutschen Museums, mittels ihres illusionistischen Potenzials historische Situationen zu vergegenwärtigen oder einen realistischen Gesamteindruck von Objekten und Anlagen zu vermitteln, für die in Originalgröße kein Platz zur Verfügung stand. Wenn wir also all diese Fakten, Absichten und Zusammenhänge miteinander in Bezug setzen und auf einige wenige Punkte herunterbrechen, was bleibt dann als Definition für ein Diorama übrig?
Der Lehrzweck, die daraus folgende vorbildgerechte Darstellung einer tatsächlichen Begebenheit oder eines tatsächlichen Prozesses, was im Umkehrschluss bedeutet, die Darstellung einer Geschichte oder eines Schnappschusses ist nicht ausschlaggebend. Es geht also mehr oder weniger um rein technische oder natürliche Abläufe, die mit einem Diorama dargestellt werden sollen, und zwar so, dass der Betrachter diese Abläufe allein durch die Betrachtung des Dioramas verstehen kann. Ich habe hier ein paar Beispiele für euch, die das eben Gesagte etwas besser veranschaulichen. Dieses Diorama im Deutschen Museum München stellt die Papierherstellung im 17. und 18. Jahrhundert dar. Man sieht einen Teil der Arbeitsschritte und die Geräte zusammen mit den Arbeitern in Aktion. Man sieht nicht die Kinder eines Arbeiters in der Werkstatt spielen oder wie die Ehefrau des Meisters gerade ein Schäferstündchen mit dem Nachbarn hält. Dieses Diorama, das im Kelten- und Römermuseum Manching zu sehen ist, stellt das Bauverfahren und die Konstruktionsweise einer römischen Brücke dar. Es wird keine Geschichte erzählt, sondern nur gezeigt, wie das rein technisch abgelaufen sein könnte. Dieses Diorama im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt stellt die Völkerschlacht bei Leipzig dar, und zwar nicht irgendwie, sondern es bildet die Lage am Nachmittag des 18. Oktobers 1813 an der Süd- und Südostfront genau nach. Hier wird also nur die übergeordnete Geschichte erzählt, nämlich der Ablauf der Völkerschlacht. Es ist nicht die Absicht, hier irgendwelche besonderen Einzelschicksale oder Situationen herauszustellen. Spannen wir nun den Bogen zu unserem Hobby. Unter den oben genannten Gesichtspunkten qualifizieren sich nur wenige Werke von uns Modellbauern als Dioramen, meine eigenen eingeschlossen, wobei die Übergänge wie so oft auch durchaus fließend sein können. Diese LKW-Werkstatt ist vergleichbar mit dem vorhin gezeigten Diorama zur Papierherstellung. Man kann es daher ebenfalls als Diorama betrachten, denn man sieht hier, wie in so einer Werkstatt eben gearbeitet wird. Man könnte sich das gut in einem Museum vorstellen, das in 200 Jahren solche Berufe einem Publikum präsentiert. Das hier ist fast identisch mit einem klassischen Habitat-Diorama. Auch diese Szene erfüllt die Definition eines Dioramas. Wir sehen hier, wie eine Beerdigung in der Antike oder im Mittelalter vielleicht abgelaufen sein könnte. Wenn es um Sci-Fi geht, ist der Begriff Diorama natürlich schwer anzuwenden. Aber bei Star Wars gibt es ja durch die Bücher, Filme und den Star Wars Kanon sozusagen eine feste Vorlage. Trotzdem ist es schwierig, hier von einem Diorama zu sprechen, denn es fehlt natürlich der Lehrzweck. Ich habe den Eindruck, dass der Begriff Diorama seit dessen Einführung in das Hobby durch Modellbauer wie Shepard Payne zusehends weicher geworden ist und die Grenzen zwischen einer rein faktischen Darstellung und einer künstlerischen Darstellung mittlerweile verwischt sind. Das ist auch gut so, denn diese künstlerische Note ist mit Sicherheit für viele Modellbauer heutzutage eine wichtige Antriebsquelle. Wenn ich nun die Definition eines Dioramas, die wir eben herausgearbeitet haben, auf meine eigenen Dioramen anwende, dann ist natürlich offensichtlich, dass sie streng genommen keine Dioramen sind. Was sind sie dann stattdessen? Eine Vignette vielleicht oder was anderes? Was bedeutet eigentlich Vignette? Wie schon vorhin erwähnt, denke ich bei diesem Wort zuerst an diese Mautaufkleber. Leider kann ich bei diesem Begriff nicht mit einer langen und bedeutungsschweren Herleitung aufwarten, dafür ist das Wort einfach nicht präzise genug. Wenn wir bei Wikipedia uns die Bedeutungen des Wortes Vignette auf Deutsch und Vignette Englisch anschauen, dann finden wir eine Menge verschiedener Bedeutungen, stellen aber auch fest, dass dieser Begriff seine Anwendungen durchaus im Bereich der Kunst hat, vor allem in der Malerei, Fotografie und im Schauspiel. In jedem Fall ist eine kurze, ausschnitthafte, geradezu auf das Allernötigste fokussierte Abbildung oder Szene gemeint, die nur einen kurzen Moment aus einem umfangreichen Ablauf abbildet. Durch die häufige Verwendung in der Kunst können wir den künstlerischen Aspekt auch auf unser Hobby übertragen und mit einer Vignette eine künstlerisch clevere kleine Darstellung bezeichnen. Ich finde, das ergibt Sinn und dürfte auch zu dem passen, was die meisten Modellbauer ohnehin darunter verstehen. Natürlich fehlt dabei der Lehrzweck und auch der Umfang eines Dioramas. Deshalb eignen sich Vignetten wohl kaum dazu, Wissen in einem Museum zu vermitteln. Stattdessen kann eine Vignette nicht nur eine Situation an sich zeigen,
sondern auch ganz gezielt eine Emotion darstellen bzw. beim Betrachter hervorrufen. Dabei ist Realismus nicht immer notwendig, so lässt sich dieses Prinzip auch auf den Sci-Fi- oder Fantasy-Bereich übertragen. Es ist nicht mal notwendig, etwas Lebendiges darzustellen. Diese Vignette mit der überfüllten Mülltonne kann Ekel hervorrufen, aber auch Neugier. Denn vielleicht ist ja irgendwas Wertvolles in den Kisten, was man noch brauchen könnte. Wir sind ja schließlich alle noch Jäger und Sammler im tiefsten Inneren. In jedem Fall vermittelt diese Vignette kein Wissen über die Abfallwirtschaft und bezeichnet auch kein konkretes historisches Ereignis. Kurz zusammengefasst lässt sich eine Vignette also folgendermaßen definieren: möglichst kleiner Umfang, schlüssellochartige Perspektive. Darstellung eines bestimmten Moments innerhalb einer Situation, also den Bruchteil einer Geschichte. Kein Lehrzweck, stellt im Extremfall nur eine Emotion dar, bzw. ruft diese Emotion beim Betrachter hervor. Muss nicht unbedingt in der Realität verankert sein. Eine Vignette ist also eine interessante Möglichkeit, um mit einem geringen Einsatz von Material und Mitteln eine sehr starke Aussage zu vermitteln. Jetzt, wo wir halbwegs klare Definitionen für Dioramen und Vignetten gefunden haben, bleibt zu klären, wie wir das wirklich weite Feld dazwischen bezeichnen wollen. Auf das, was andere und auch ich selbst meistens bauen, lassen sich diese beiden Begriffe per Definition nicht anwenden. Und mir ist eigentlich keine dritte Kategorie im Modellbau bekannt, die sich für die Beschreibung solcher Arbeiten verwenden ließe. Wir müssen eine Bezeichnung für die Szenen finden, auf die weder die Definition eines Dioramas noch die Definition einer Vignette passt, also Werke, die größer als eine Vignette sind, nicht nur einen kurzen Moment darstellen, sondern eine etwas umfangreichere Geschichte erzählen, die Geschichte mit der Emotion teilweise verbinden, sowohl realistisch als auch unrealistisch sein können und bei denen das Vorhandensein eines Lehrzwecks vordergründig keine Rolle spielt. Da es sich bei dieser Kategorie um eine Art Zwischenform handelt, müssen notwendigerweise auch Elemente eines Dioramas und einer Vignette hier vereint werden, wenn auch nicht in ihrer jeweiligen Reihenform. Denken wir mal drüber nach. Der Begriff Diorama kommt aus der Kunst und bezieht sich auf einen Vorläufer des Kinos. Das Wort Vignette hat ebenfalls viele Anwendungen in der Kunst, wie der Malerei, der Literatur und dem Theater. Wenn wir also im Bereich Kunst und konkret im Bereich Kino, Film und Theater bleiben wollen, dann würde sich ein bestimmter Begriff sehr gut anbieten, den ich bereits in diesem Video verwendet habe: Szene. Ich denke, das Wort Szene beschreibt dieses Modellbaugenre sehr gut und bietet auch eine geeignete klare Abgrenzung zu Dioramen, deren Zweck die Vermittlung von Wissen ist, und Vignetten, die den Betrachter durch ihre Ausschnitthaftigkeit reizen. In einem Theaterstück oder einem Film ist eine Szene zwar nur ein kleiner Teil des ganzen Stücks, aber man kann es dennoch problemlos herausgreifen und sich mit der Handlung unabhängig vom Rest beschäftigen. Es steht sozusagen ein Stück weit für sich selbst. Man kann sich eine Szene ganz am Anfang des Stücks aussuchen, eines aus der Mitte oder die Schlussszene. In jedem Fall hat man aber stets eine nachvollziehbare Handlung vor sich, die man, ähnlich einer Vignette oder einem Diorama, im Modellbau auf einem Sockel mit entsprechender Umgebung darstellen kann. Es gibt kurze Szenen, es gibt aber auch lange Szenen und große Szenen im Theater und im Film. Genauso verhält es sich im Modellbau, finde ich. Durch die drei Begriffe Diorama, Szene und Vignette kann man die Unschärfe vermeiden, die sich sonst zwischen einem Diorama und einer Vignette ergibt. Nun, das sind für den einen oder anderen vielleicht wenig nachvollziehbare Gedankengänge, vielleicht findet so mancher das auch kontraproduktiv oder revolutionär, aber ich für meinen Teil zumindest finde es hilfreich und möchte zumindest diese Dreiteilung anregen. Sagt mir doch bitte, was haltet ihr von meiner Analyse und meinem Vorschlag? Ist es zutreffend, falsch oder ist es euch schlicht einfach egal? Ich kann damit so oder so leben, daher ist es für mich umso einfacher, euch nach eurer eigenen Meinung zu fragen. Falls ihr bis hierher gekommen seid, dann habt ihr ja das komplette Video und meine ganze Herleitung gesehen und könnt daher eine halbwegs qualifizierte Meinung abgeben, wenn ihr wollt.
So viel zum Thema Dioramen, Szenen und Vignetten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Hamilcar Barkas.